Hi und schön, dass du hier bist. Spürst du es auch? Dieses Gefühl, dass da draußen mehr auf dich wartet? Eine tiefere Verbindung als alles, was du bisher kanntest? Bist du es leid, von einer oberflächlichen Beziehung in die nächste zu stolpern und sehnst dich nach jemandem, bei dem deine Seele endlich das Gefühl hat, zu Hause zu sein? Eine Verbindung, die sich so vertraut anfühlt, als würdet ihr euch schon ewig kennen? Wenn das bei dir ankommt, bleib unbedingt dran. Denn heute reden wir darüber, was die Verbindung zu einem Seelenpartner wirklich bedeutet. Das ist keine alltägliche Romanze, sondern eine tief spirituelle Reise. Und viele glauben, dass sie vom Universum für dein persönliches Wachstum bestimmt ist. Wir tauchen ein in diese besondere, fast göttliche Verbindung, die zwei Seelen teilen können, und die weit über das hinausgeht, was die meisten Menschen unter Liebe verstehen. Aber ganz wichtig, die Wissenschaft erkennt die Existenz von Seelenpartnern nicht offiziell an. Sie tun sich generell bei solchen übergeordneten Dingen sehr schwer, es zu akzeptieren und zu erkennen, dass da mehr ist, als wir sehen und hören können. Die Ideen, die wir hier besprechen, sind spirituelle Überzeugungen und Interpretationen, also hör mit offenem Herzen und Verstand zu. Also, was genau ist denn jetzt ein Seelenpartner? Aus spiritueller Sicht ist es nicht einfach nur jemand, der perfekt zu dir passt. Es ist ein Mensch, bei dem du eine außergewöhnlich tiefe Verbindung auf Seelenebene spürst. Menschen, die das erlebt haben, beschreiben es oft als magisch, fast schon überirdisch. Überirdisch unter anderem aus dem Grund, dass wir vorher schon gemeinsame Leben hatten, und ich meine die Leben vor diesem jetzigen Leben. Mit diesen Menschen verbindet uns so viel, weil wir diese früheren Leben schon miteinander zugebracht haben. Das passiert natürlich in verschiedenen Konstellationen, Vater oder Mutter und Kind, schon mal als Paar, als Geschwister oder auch wenn man als Soldaten im Krieg gemeinsam gekämpft hat. Das verbindet unglaublich. Es ist dieses krasse Gefühl, dass zwei Seelen sich über Zeit und Raum hinweg wiedererkennen. Diese Beziehung ist mehr als nur Schmetterlinge im Bauch. Sie wird oft als ein Weg zum spirituellen Erwachen gesehen. Sie ist wie eine herzliche Einladung des Universums, zu wachsen, sich gegenseitig zu heilen und deine Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe völlig neu zu entdecken. Doch bevor wir diese Ebene erreichen, müssen wir oft erst die Illusionen durchschauen, die uns von dieser tiefen Verbindung fernhalten. Hast du dich je gefragt, warum sich deine bisherigen Beziehungen so leer angefühlt haben, obwohl auf dem Papier alles perfekt schien? Warum sich trotz aller Mühe immer wieder dieselben schmerzhaften Muster wiederholen? Die Antwort liegt oft darin, dass wir von klein auf mit einer bestimmten Vorstellung von Liebe programmiert werden. Eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, an Erwartungen und äußere Faktoren. Wir lernen von klein auf, Liebe muss man sich verdienen, indem man zum Beispiel gut aussieht, sich richtig verhält oder erfolgreich ist. Diese Art von Beziehung ist an Bedingungen geknüpft und oft vergiftet von Neid, Machtspielen, Eifersucht und dem ständigen Kampf um Anerkennung. Kommt dir das bekannt vor? Diese oberflächlichen Verbindungen geben uns vielleicht einen kurzen Kick, aber langfristig hinterlassen sie eine tiefe innere Leere. Sie stillen nicht die Ursehnsucht unserer Seele, die Sehnsucht nach Ganzheit und einer Verbindung, in der wir einfach nur wir selbst sein können. Wir suchen im Außen nach einem Puzzleteil, das uns vervollständigt, aber merken nicht, dass die Suche eigentlich in unserem eigenen Inneren beginnen muss. Die Psychologie hat dafür natürlich eine andere Erklärung, zum Beispiel durch Prägungen in der Kindheit und erlernte Bindungsstile. Und ja, das spielt zu einem gewissen Grad natürlich auch mit hinein. Aus spiritueller Sicht beleuchtet, sind diese wiederkehrenden Enttäuschungen aber keine Bestrafung. Sie sind Weckrufe. Es ist die Art des Universums, uns zu zeigen, dass wir am falschen Ort suchen. Sie zwingen uns, nach innen zu schauen und die Wunden zu heilen, die uns blockieren. Viele spirituelle Lehrer glauben, dass wir erst dann bereit für einen Seelenpartner sind, wenn eine wichtige persönliche, also innere Entwicklungsphase abgeschlossen ist. Die Reise zum Seelenpartner beginnt also nicht mit der Suche nach einer anderen Person, sondern mit der Reise zu dir selbst. Es geht darum, die Illusionen der bedingten Liebe zu durchbrechen und dich für eine höhere, tiefere Form der Verbindung zu öffnen. Um die wahre Natur einer Seelenpartnerschaft zu begreifen, stell sie dir wie ein Haus vor, das auf 3 mächtigen Säulen ruht. Diese Säulen geben der Verbindung ihre Stabilität, ihre Tiefe und ihre transformative Kraft. Die erste Säule ist die spirituelle Anziehung. Und die geht weit über körperliche Attraktivität oder gemeinsame Hobbys hinaus. Wenn du deinem Seelenpartner begegnest, so beschreiben es viele, fühlt es sich an wie eine Erschütterung der Seele. Es ist ein sofortiges, unerklärliches Gefühl der Vertrautheit, als würdet ihr euch schon seit vielen Leben kennen. Du spürst eine fast magische Anziehungskraft, die sich mit dem Verstand einfach nicht erklären lässt. Es ist, als ob deine Seele eine andere Seele sofort beim ersten Treffen wieder erkennt, mit der sie eine lange Reise teilt. Dieser spirituelle Glaube an Reinkarnation ist hier ein zentraler Gedanke.
Ich habe es weiter oben schon kurz erwähnt. Auch wenn es dafür keinerlei wissenschaftliche Beweise gibt, fühlt sich die Begegnung wie eine Heimkehr an. Du hast das Gefühl, dieser Mensch schaut direkt in dein Innerstes und sieht dich, wie du wirklich bist, mit all deinen Stärken und deinen vermeintlichen Fehlern. Diese Anziehung ist bedingungslos. Es ist wie ein Geschenk. Status, Aussehen oder Geld spielen keine Rolle. Es ist eine Resonanz auf Seelenebene, eine gleiche Schwingung, die euch zusammenzieht. Viele beschreiben, dass sie in der Gegenwart dieses Menschen eine tiefe Ruhe und Sicherheit spüren, die sie so noch nie erlebt haben. Es ist ein Gefühl des Ankommens. Du weißt einfach tief in dir drin, das ist der Mensch, der zu mir gehört. Diese innere Gewissheit ist oft eines der stärksten Anzeichen. Jetzt kommen wir zur zweiten Säule, und die wird oft missverstanden. Die Säule des Wachstums. Eine Seelenpartnerschaft ist nämlich nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz im Gegenteil, sie kann unglaublich herausfordernd sein, mehr als eine normale Partnerschaft. Warum? Weil ein Seelenpartner in dein Leben tritt, um dir beim Wachsen zu helfen. Dein Seelenpartner ist dein perfekter Spiegel. Er zeigt dir nicht nur deine besten Seiten, sondern vor allem auch deine Schatten, deine Ängste, ungelösten Konflikte und tiefsten Wunden. Es ist ein Knöpfchendrücker, ja, oder sie weiß genau, wo es weh tut. Genau die Dinge, die du vielleicht jahrelang verdrängt hast, kommen in dieser Beziehung an die Oberfläche. Das kann wehtun, ist aber absolut entscheidend für deine spirituelle Entwicklung. Stell dir vor, du trägst den unbewussten Glaubenssatz in dir, nicht liebenswert zu sein. Dein Seelenpartner wird, ohne es zu wollen, genau die Knöpfe drücken, die diesen Glaubenssatz triggern. Nicht, um dich zu verletzen, sondern damit du diese Wunde endlich erkennen und heilen kannst. Jeder Konflikt ist in Wahrheit eine Lernaufgabe. Eine Chance, alte Muster zu durchbrechen und eine authentischere Version deiner selbst zu werden. In einer normalen Beziehung führen solche Trigger oft zur Trennung. In einer Seelenpartnerschaft versteht man meistens, oft ganz intuitiv, dass diese Herausforderungen einem höheren Zweck dienen. Ihr wachst gemeinsam, unterstützt euch gegenseitig bei der Heilung und werdet dadurch zu besseren Menschen. Es ist ein gemeinsamer Weg der Transformation. Das bringt uns zur dritten und vielleicht wichtigsten Säule, der bedingungslosen Akzeptanz. Während die zweite Säule das Wachstum durch Herausforderung beschreibt, bietet diese Säule den sicheren Hafen, in dem dieses Wachstum überhaupt erst stattfinden kann. Bedingungslose Akzeptanz bedeutet, dass du dich von deinem Partner vollkommen angenommen fühlst, genauso, wie du bist. Es gibt keine versteckten Bedingungen oder Erwartungen, die du erfüllen musst, um geliebt zu werden. Es ist eine Liebe, die sagt, ich sehe dich, ich akzeptiere dich und ich liebe dich nicht trotz deiner Unvollkommenheiten, sondern weil du bist. Dieses tiefe Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen macht radikale Offenheit möglich. Du kannst deine Masken fallen lassen. Du musst keine Rolle spielen. Du kannst deine verletzlichsten Seiten zeigen, weil du weißt, dass du nicht verurteilt wirst. Gespräche bekommen sofort eine immense Tiefe, weil nichts peinlich ist und man über alles reden kann. In einer Seelenpartnerschaft verstehen sich viele oft ohne Worte. Es gibt eine Verbindung, die sich fast telepathisch anfühlt, bei der man die Gefühle des anderen auch über eine räumliche Distanz hinweg zu spüren glaubt. Auch wenn es für Telepathie keine wissenschaftlichen Belege gibt, beschreiben viele Menschen dieses Phänomen als etwas, das sich für sie absolut real anfühlt. Dieses blinde Vertrauen und diese intuitive Kommunikation sind das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Es ist eine Liebe, die nicht fordert, sondern schenkt. Frei von Angst und Kontrolle. Sie hat immer das Wohl des anderen im Sinn und feiert dessen Erfolge ohne Neid. In dieser Atmosphäre können alte Wunden endlich heilen und die Seele kann sich frei entfalten. Wenn wir diese drei Säulen, spirituelle Anziehung, Wachstum durch Spiegelung und bedingungslose Akzeptanz, zusammenfügen, wird das Bild klar. Eine Seelenpartnerschaft ist in der spirituellen Weltanschauung keine romantische Fantasie, sondern ein zutiefst transformativer, spiritueller Prozess. Eine heilige Verbindung, die dich auf dem Weg zu deinem wahren Selbst unterstützen soll. Aber was ist der Schlüssel, um so eine Verbindung in dein Leben zu ziehen? Die Antwort ist so einfach wie tiefgreifend. Du ziehst nicht an, was du willst, sondern was du bist. Das ist eine Kernthese im Gesetz der Anziehung. Wenn deine Seele nach dieser tiefen Verbindung ruft, ist das ein Zeichen, dass deine eigene Entwicklungsreise begonnen hat. Die Arbeit an dir selbst, das Heilen deiner Wunden, das Auflösen alter Muster, das Entwickeln von Selbstliebe, ist wie ein Leuchtfeuer, das deinen Seelenpartner zu dir führt. Sei offen, vertraue deiner Intuition, lerne, die Zeichen zu deuten, die das Universum dir schickt. Oft kommt der Seelenpartner genau dann, wenn man eine wichtige Entwicklungsphase abgeschlossen hat und es am wenigsten erwartet. Es lässt sich nicht erzwingen. Wenn du suchst, würdest du sowieso nur den falschen Partner finden.
Aber du kannst dich vorbereiten, indem du selbst zu dem Menschen wirst, den du dir wünschst. Authentisch, heil und voller Liebe. Diese Reise ist unglaublich einzigartig und persönlich. Und ich würde wahnsinnig gerne von dir hören. Hast du schon eine Erfahrung gemacht, die auf eine Seelenpartnerschaft hindeutet? Welche der Säulen hat dich am meisten angesprochen? Schreib es unten in die Kommentare. Und vergiss nie, die Verbindung zu einem Seelenpartner ist ein Geschenk, das aus deiner eigenen spirituellen Entwicklung erwächst. Es ist eine Liebe, die anders ist, eine Liebe, die heilt, transformiert und dich nach Hause bringt. Vertraue auf deinen Weg, vertraue auf dein Herz, und sei gewiss, die tiefste Liebe, die du suchst, wartet bereits in dir darauf, erweckt zu werden. Lass mir gerne ein Like da und wenn du mehr solcher Seeleninfos willst, klick auf Abonnieren, damit du nichts verpasst. Pass gut auf dich auf.